Kennst du die zwei Tasten E und F? Die liegen direkt nebeneinander, keine schwarze Taste dazwischen. Und das hat mich am Anfang ehrlich gesagt ziemlich irritiert, denn an vielen anderen Stellen schaut das ganz anders aus. Zwischen C und D liegt eine schwarze Taste und zwischen D und E liegt auch eine, aber zwischen E und F nicht. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Es ist kein zufälliger Abstand. E und F liegen genau nebeneinander, weil sie einen bestimmten Abstand haben. Ein Halbton. Und auf dem ganzen Klavier gibt es im Grunde genommen nur zwei Abstände, die du verstehen musst. Einen Halbton und einen Ganzton. Was ist denn jetzt eigentlich ein Halbton? Ein Halbton ist der kleinste Abstand zwischen zwei Tasten auf dem Klavier. Immer von der einen Taste zur direkt nächsten. Von einer weißen Taste zur schwarzen Taste ist ein Halbton. Und von einer schwarzen Taste zur weißen Taste ist auch ein Halbton. Und sogar von einer weißen Taste zur nächsten weißen Taste, wenn keine schwarze Taste dazwischen liegt, ist ebenfalls ein Halbton. Guck mal, C nach Cis ist ein Halbton. Und Cis nach D ist auch ein Halbton. Und E nach F ist auch ein Halbton. Ob dazwischen eine schwarze Taste liegt oder nicht, ist für den Abstand nicht entscheidend. Entscheidend ist nur, sind es die direkt benachbarten Tasten. Jetzt ist das Rätsel eigentlich schon gelöst. E und F liegen direkt nebeneinander, weil zwischen ihnen genau ein Halbton ist. Und das passiert an noch einer zweiten Stelle. Zwischen H und C liegt ebenfalls nur ein Halbton. Auch H und C liegen direkt nebeneinander. Dort gibt es keine schwarze Taste dazwischen. Das sind die beiden Stellen, die du dir auf der Klaviertastatur merken kannst. E nach F ist ein Halbton und H nach C ist ein Halbton. Bei allen anderen benachbarten Tasten liegt normalerweise eine schwarze Taste dazwischen. Der Abstand zwischen den weißen Tasten ist dann nicht ein Halbton, sondern zwei Halbtöne. Nehmen wir mal das Beispiel C und D. Von C bis Cis ist ein Halbton, von Cis nach D ist auch ein Halbton, also sind wir bei einem Ganzton. C nach D ein Ganzton, E nach F ein Halbton, weil die Tasten direkt nebeneinander liegen. Ein Halbton plus ein Halbton ist ein ganzer Ton. Und wenn du diese Abstände sehen kannst, dann wirkt die Tastatur nicht mehr plötzlich wie eine Ansammlung von weißen und schwarzen Tasten, sondern wie ein wiederholendes Abstandsmuster. Und das war für mich eigentlich der Aha-Moment. Und jetzt können wir dieses Muster zum ersten Mal auf eine Tonleiter anwenden. Nicht als komplette C-Dur-Lektion, sondern als eine kleine Vorschau, damit du weißt, warum Halb- und Ganztöne eigentlich wichtig sind. Nehmen wir C-Dur als Beispiel. Ich spiele jetzt erstmal nur die weißen Tasten C, D, E, F, G, A, H und wieder C. C nach D ist ein Ganzton. D nach E ist ein Ganzton. E nach F ist ein Halbton. F nach G ist ein Ganzton. G nach A ist ein Ganzton. A nach H ist ein Ganzton. H nach C ist ein Halbton. Und daraus ergibt sich eine Formel. Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Und genau deshalb liegen bei der C-Dur die Halbtonschritte an diesen beiden Stellen, zwischen E und F und zwischen H und C. Töne sind die Buchstaben und Halb- und Ganztöne sind die Abstände zwischen diesen Buchstaben. Und diese Abstände bestimmen, wie eine Tonleiter aufgebaut ist. Die komplette C-Dur-Tonleiter schauen wir uns in einem eigenen Video ganz in Ruhe an. Für heute reicht erstmal diese Erkenntnis. C-Dur ist nicht einfach nur C, D, E, F, G, A, H, C. C-Dur ist auch ein bestimmtes Muster aus Ganz- und Halbtonschritten. Übrigens, wenn dir diese Erklärung geholfen hat, dann abonniere den Kanal gerne. Hier versuche ich nicht Musiktheorie auswendig herunterzubeten, sondern sie Schritt für Schritt selbst zu verstehen. Und falls du bisher auch immer dachtest, warum liegen E und F eigentlich direkt nebeneinander, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Mich würde interessieren, welche Stelle dich auf dem Klavier eigentlich am Anfang am meisten verwirrt hat. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir aus solchen Abständen zwei unterschiedliche Klangwelten aufbauen können, Dur und Moll. Und danach bauen wir uns aus diesen Bausteinen Schritt für Schritt den C-Dur-Tonleiter auf. Also die Kurzfassung. Ein Halbton ist der direkt nächste Abstand zur nächsten Taste. Zwei Halbtöne ergeben einen ganzen Ton. E und F sind einen Halbton voneinander entfernt. H und G auch. Und C-Dur folgt dem Muster
Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Das war mein Aha-Moment für heute. Welche Stelle möchtest du als nächstes besser verstehen? Dur und Moll oder C-Dur-Tonleiter? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Im nächsten Video geht es um Dur und Moll, zwei verschiedene Klangwelten.